Der gefährlichste Räuber aller Zeiten? Nicht der weiße Hai, nicht der T-Rex, nicht der Megalodon, sondern das hier. 1 Meter lang. Keine Zähne aus Stahl, keine Beißkraft wie ein Krokodil. Und doch veränderte es die Welt für immer. Denn vor diesem Tier gab es keine Jäger. Vor diesem Tier gab es keine Angst. Vor diesem Tier kannte die Evolution kein Töten. Und dann erschien Anomalocaris, der erste Killer der Erde. Und alles änderte sich. Du kennst die Geschichten. Der weiße Hai, Apex-Prädator der Moderne. Der Megalodon, Gigant der Vorzeit. Der Mosasaurus, König der Kreidezeit. Aber sie alle hatten einen Lehrer. Vor 508 Millionen Jahren. Das Kambrium. Eine Welt ohne Land, ohne Pflanzen, ohne Sonne, die durch Bäume bricht. Nur endlose Ozeane. Und in diesen Ozeanen geschah etwas Unmögliches. Innerhalb von nur 20 Millionen Jahren explodierte das Leben. Wissenschaftler nennen es die kambrische Explosion. Davor gab es nur Schwämme, Bakterien, Algen, nichts mit Augen, nichts mit Gehirn, nichts mit Waffen. Aber dann entwickelten Tiere plötzlich harte Schalen, Panzer, Stacheln, komplexe Augen mit tausenden Linsen, Greifarme zum Packen, zum Töten. Warum? Weil zum ersten Mal in 3 Milliarden Jahren etwas zurückschlug. Ein Tier begann zu jagen. Nicht passiv, nicht zufällig, sondern aktiv, gezielt, tödlich. Und alle anderen mussten sich anpassen oder sterben. Das erste Wettrüsten der Evolution. Und es läuft bis heute. Der Name dieses ersten Jägers? Anomalocaris canadensis, die abnorme Garnele. Heute tauchen wir ab. 500 Millionen Jahre ins Meer, wo alles begann. Burgess Shale, Kanada, 1909. Entdeckt ein Paläontologe etwas Unmögliches. Fossilien. Tausende. Tiere mit 5 Augen. Würmer mit Beinen auf dem Rücken. Kreaturen wie Albträume aus einer anderen Dimension. Diese Fossilien waren 508 Millionen Jahre alt. Aus dem Kambrium. Vor 540 Millionen Jahren war das Leben langweilig. Bakterienmatten, Schwämme, Quallen. Und dann, in nur 20 Millionen Jahren, explodierte alles. Warum? 3 Theorien. Erstens, Sauerstoff stieg, mehr Energie. Zweitens, Kontinente bewegten sich, neue Lebensräume. Drittens, Evolution entdeckte das Hox-Gen, genetischer Bauplan für komplexe Körper. Aber die meisten Wissenschaftler glauben heute, es war Angst. Denn zum ersten Mal entwickelte ein Tier Augen. Richtige Augen. Mit Linsen, mit Fokus. Und mit diesen Augen konnte es jagen. Das Kambrische Meer war ein Alien-Planet. Opabinia. 5 Augen, ein Rüssel wie ein Staubsauger. Hallucigenia. Stacheln auf dem Rücken, Beine wie Stelzen. Trilobiten. Gepanzerte Urzeitkrebse. Und dann erschien sie. Anomalocaris canadensis. 1 Meter lang. 2 gigantische Facettenaugen. 30.000 Linsen pro Auge. Sie konnte ultraviolettes Licht sehen, polarisiertes Licht. Dinge, die für uns unsichtbar sind. Ihre Greifarme 20 Zentimeter lang, besetzt mit Dornen, die nach innen zeigten, wie umgekehrte Finger.
Ihr Mund? Ein kreisförmiges Maul, 32 überlappende Platten, eine Ananas mit Zähnen. Das war kein Pflanzenfresser, das war der Urahn aller Räuber. Sie war der erste Apex-Predator, der erste Jäger mit Augen, die verfolgen konnten, der erste mit Waffen, die töten konnten. Und ab diesem Moment war nichts mehr sicher. Trilobiten entwickelten dickere Panzer. Das Wettrüsten hatte begonnen. Jeder Räuber heute, jeder Hai, jeder Löwe folgt dem Prinzip, das Anomalocaris erfand. Sehen, jagen, töten. Lange Zeit verstand niemand, was Anomalocaris war. Die Fossilien waren so bizarr. Die Greifarme, eine Garnele, der Mund, eine Qualle, der Körper, ein Schwamm. Bis 1985 jemand die Wahrheit erkannte. Es war ein Tier, ein perfektes Raubtier. Der Name Anomalocaris bedeutet abnorme Garnele, und abnorm war sie. Jedes Auge hatte 16.000 Linsen. Sie konnte in 360 Grad sehen, gleichzeitig. Nichts konnte sich verstecken. Stell dir vor, du bist ein Trilobite. Du krabbelst über den Meeresboden und plötzlich siehst du 2 Augen, groß wie Tennisbälle, starren dich an. Zu spät. 2 segmentierte Anhänge, 20 Zentimeter lang, bedeckt mit Dornen. Greifen, ziehen, zerdrücken. Fossile Trilobiten zeigen kreisförmige Bissspuren, genau passend zu Anomalocaris' Armen. Manche überlebten, ihre Panzer heilten, aber die meisten taten es nicht. Ein kreisförmiges Maul, 32 überlappende Platten. Neue Studien zeigen, Anomalocaris konnte nicht harte Schalen durchbeißen, ihr Mund war zu weich. Aber das brauchte sie auch nicht. Sie griff weiche Beute an. Junge Trilobiten, Würmer. Und wenn ein Trilobite zu hart gepanzert war, dann riss sie ihn auseinander mit ihren Greifarmen, bis die weichen Teile frei liegen. Effizient, brutal, perfekt. Anomalocaris war der König, aber nicht der einzige Jäger. Da war Emplectobelua, kleiner, aber aggressiver. Hurdia, langsamer, aber gepanzerter. Sie jagten dieselbe Beute. Konflikte waren unvermeidlich. Für 30 Millionen Jahre beherrschte Anomalocaris die Meere. Von Kanada bis China, von Grönland bis Australien. Aber dann änderte sich etwas. Das Kambrium endete. Das Ordovizium begann. Neue Jäger kamen. Größer, schneller, tödlicher. Die ersten gepanzerten Fische, die ersten Kopffüßer. Anomalocaris konnte nicht mithalten. Zu weich, zu langsam, zu spezialisiert. Vor 480 Millionen Jahren war sie verschwunden. Ausgestorben, vergessen. Für immer. Oder doch nicht? In den Tiefen der Ozeane schwimmen heute Kreaturen, die Anomalocaris ähnlich sehen. Mantisgarnelen mit Keulen wie Pistolenkugeln. Riesenkalmare mit Greifarmen voller Haken. Vielleicht ist Anomalocaris nie wirklich gestorben. Vielleicht hat sie sich nur verwandelt. Wenn du bis hierhin mitgefiebert hast, lass ein Like da. Zeig mir, dass dich die ersten Killer der Erde faszinieren.
Anomalocaris ist tot. Seit 480 Millionen Jahren. Aber ihr Vermächtnis lebt. Sie war der erste Räuber mit Augen, die verfolgten. Der erste mit Greifarmen, die töteten. Ohne Anomalocaris kein Mosasaurus. Ohne Anomalocaris kein Megalodon. Ohne Anomalocaris kein weißer Hai. Sie war der Prototyp. Ihre nächsten lebenden Verwandten? Gliederfüßer, Garnelen, Krebse, Insekten, Spinnen. Aber hier ist die Frage, was wäre, wenn sie nie ausgestorben wäre? Vielleicht gäbe es heute 10 Meter Anomalocaris in der Tiefsee. Vielleicht würden sie Wale jagen. Wir werden es nie erfahren, denn die Evolution nahm einen anderen Weg. Aber an ihrer Stelle kam etwas noch Schlimmeres. 150 Millionen Jahre nach Anomalocaris erschien ein Jäger, der alles in den Schatten stellte. 10 Meter lang, 4 Tonnen schwer, mit einem Biss, der härteste Materialien zerreißen konnte. Sein Name? Dunkleosteus, der gepanzerte Albtraum des Devon. Nächste Woche, Jäger der Epochen, Episode 3. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere, denn Dunkleosteus war unsterblich. Sie war klein, primitiv, simpel, aber sie veränderte alles. Denn Anomalocaris erfand das Prinzip, das bis heute funktioniert. Jagen, töten, überleben. Jeder Räuber, der heute lebt, jeder Hai, jeder Löwe, jeder Orca folgt diesem Prinzip. Sie herrschte 30 Millionen Jahre. Der Mensch existiert seit 300.000 Jahren. Vielleicht sind wir nicht die Krone der Schöpfung. Vielleicht sind wir nur der nächste Versuch. Anomalocaris konnte ihr Ende nicht kommen sehen. Können wir unseres sehen?